In diesem Video sprechen wir über die 3 Wege, wie du online sichtbar wirst. Ist so eine Sache, ne? Dieses ganze Internet-Marketing, dieses ganze Werbung machen und sichtbar werden und ja, ist schon irgendwie ein zähes Ding, ne? Man muss das irgendwie meistern. Egal, was du online machst, wichtig ist, und das sage ich aus eigener leidiger Erfahrung, du brauchst einen Fokus. Du musst ganz klar wissen, was du erreichen willst. Es ist also ungemein wichtig, dass du dir vorab, vor allem anderen, dir Gedanken darüber machst, was du genau machst und wo du damit hin willst. Dieses Ich fange einfach irgendwie an und dann hoffe ich aufs Beste, das funktioniert nicht. Also, das Erste, wie du mehr sichtbar wirst, also wie du online sichtbar wirst, ist definitiv Fokus. Ob du jetzt einen Instagram-Account machst und darauf deine Werbung machst oder ob du auf Pinterest deine Werbung machst oder auf Facebook oder TikTok oder YouTube, wie auch immer es heißt. Es ist völlig egal. Wichtig ist, dass du einen glasklaren Fokus hast. Wenn dich jemand nachts wach macht und dich fragt, worum geht es auf deinem Kanal, auf deinem YouTube-Kanal meinetwegen oder auf deiner Webseite, in einem Satz, dann muss von dir wie aus der Pistole geschossen kommen, auf meinem XY-Kanal, meinetwegen auf meinem Instagram-Kanal, helfe ich Grafikdesignern, wie sie ihr Handwerkszeug lernen, also wie sie ihre Programme lernen. Dann würde ich erwarten, dass du einen Kanal hast, auf dem ich verschiedene Tutorials über Photoshop, InDesign oder Illustrator finde, vielleicht auch noch Affinity. Und ja, that's it, ne? Das wäre ein glasklarer Fokus. Wenn du dagegen sagst, auf meinem Kanal helfe ich, präziser auf meinem Instagram-Kanal, helfe ich angehenden Grafikdesignern, wie sie ihr Business oder ihre Kunst besser vermarkten, dann erwarte ich Marketing-Tipps speziell für Designer. Also du siehst, der Fokus ist unglaublich wichtig, selbst in so einem kleinen Bereich. Also wenn ich schon sage, es geht hier um Grafikdesign, dann reicht das immer noch nicht. Dann musst du noch weiter runter, musst du noch mehr überlegen, wie du das Ganze herunterbrechen kannst. Und dann ist es damit auch noch nicht getan. Zweitens ist nämlich auch sehr wichtig, dein Inhalt. Egal für welchen Kanal du dich nun entscheidest, wenn du einen glasklaren Fokus hast, ist das super. Jetzt geht es aber auch noch darum, Inhalte bereitzustellen, die irgendwen interessieren. Ja? Weil was nutzt das, wenn mir jemand sagt, ja, ich helfe dir, ja, das und das zu lernen oder ich helfe dir mit Photoshop-Tutorials. Ist super, aber ich muss auch einen Inhalt haben, der mich interessiert. Wenn du also auf Instagram einen Kanal hast, dann würde ich erwarten, dass du mir verschiedene Tipps zu Photoshop gibst. So, wenn irgendeine neue Funktion rauskommt, dass ich dann den Tipp von dir erfahre. Oder überhaupt, wie stelle ich Haare frei? Oder wie vergrößere oder verkleinere ich Bilder? Wie benutze ich den Pinsel? Wie benutze ich das Fahrtwerkzeug? Und so weiter. Also all diese Dinge würde ich dann von dir erwarten auf deinem Kanal. Und das wäre dann für mich interessant und ein Grund, deinen Kanal zu abonnieren. Weil ich wüsste dann ganz glasklar, du hast einen Fokus, du weißt ganz genau, was du machst, nämlich Photoshop-Tutorials. Und im zweiten Schritt, du willst mir helfen mit, ne? Und gibst mir dann verschiedene Sachen über Photoshop oder meinetwegen auch alle 3 Programme, ganz egal. Also, wie gesagt, der Fokus ist absolut wichtig, danach kommt der Inhalt und das alles nutzt dir aber jetzt so gar nichts, wenn du nicht auch irgendwie Werbung für dich machst. Ne? Also ich glaube nicht, du hast einen ganz klaren Fokus, prima. Du gibst ganz tolle Tipps, super. Aber wie erreichst du denn jetzt Leute? Ne? Jetzt sagst du vielleicht über Hashtags, wie bei Instagram zum Beispiel. Oder über die Tags bei YouTube. Oder auf Pinterest über die SEO-Optimierung deiner Titel und Texte. Tolle Idee, ja. Aber gerade wenn wir über die sozialen Medien sprechen,
wie Instagram oder YouTube, dann ist es auch eine gute Idee, so ein bisschen indirekte Werbung für sich zu machen. Ja, wie macht man die denn nun? Bleiben wir einmal bei Instagram. Du machst jetzt Photoshop-Tipps, ja, und hast einen ganz glasklaren Fokus, dann würde ich sagen, du suchst 20 Accounts oder 30, 40, je nachdem, was du am Tag schaffen kannst. Mehr geht immer, aber 20 würde ich sagen, ist schon das Minimum. Und suchst dir 20 Accounts raus, die genau dieses Thema treffen, also deine indirekten oder direkten Konkurrenten oder Menschen, die ja auch irgendwas mit Photoshop am Hut haben oder Tipps dazu geben oder mit Fotografie meinetwegen, weil dort halten sich auch deine Kunden auf. Dort hält sich deine Zielgruppe auf. Also jemand, der einen anderen Kanal mit Photoshop-Tipps abonniert oder mit Bildbearbeitung generell, der wird sich wahrscheinlich auch für deinen interessieren. Ne? Und mit den Leuten gilt es, in Kontakt zu kommen. Und die Frage ist jetzt, wie machst du das? Ja, du suchst dir 20 Kanäle, egal auf welcher Plattform, und kommentierst. Ja. Also jeden Tag rufst du alle 20 Kanäle auf und kommentierst ein gepostetes Bild, zum Beispiel auf Instagram oder ein gepostetes Video auf YouTube oder wiederum ein gepostetes Bild auf Facebook oder da gibt es natürlich auch Videos und kommentierst das und kannst dort vielleicht sogar indirekt Werbung für dich machen, indem du dann zum Beispiel sagst, ja, ach ja, dieses Brush-Tool, also die Pinsel, den verwende ich auch immer. Ich mache daraus dies und das und dafür habe ich auch ein Video gemacht, weil ich finde, dass es gar nicht so einfach zu benutzen ist. So hast du indirekt auf dein Video hingewiesen und indirekt Werbung für dich gemacht, ohne negativ aufzufallen eigentlich, ne? Und ohne, dass man sagt so, hier, ich habe auch was, ne? Komm zu mir und postet den Link. Also ich finde das immer ganz schlimm, wenn auf meinem YouTube-Kanal irgendwelche Leute unter meinem Video einen Link posten, so komm doch auch hier hin und schau dir das und das an, lösche ich sofort. Ne? Ich möchte ehrliche Kommentare haben, ich habe nichts dagegen, wenn dann jemand noch sagt, ja, ich habe auf meinem Kanal aber irgendwie sowas Ähnliches gemacht, keinen Link gibt, einfach nur das sagt. Wenn jemand Interesse daran hat und den Kommentar liest, kann er natürlich da hingehen, ist ja gar kein Problem. Aber direkte Werbung auf einem anderen Kanal macht man einfach nicht, oder? Du gehst ja auch nicht in irgendein Fotogeschäft und bringst eine Kamera von Amazon mit und sagst, da habe ich die viel billiger bekommen. Ne? Das wäre ja auch nicht so die feine englische Art, ja? Deswegen, das würde ich absolut nicht empfehlen, sondern indirekte Werbung mit den Menschen in Kontakt kommen. Letztendlich sind das alles Menschen, mit denen du da versuchst, in Kontakt zu kommen. Und die werden dir natürlich auch bei dir kaufen, ne? Die werden bei dir kaufen, wenn du dementsprechend gut rüberkommst, wenn du nett bist, wenn du Hilfestellung gibst, wenn du vielleicht auch Fragen beantwortest, ne? Das ist natürlich immer das Allerbeste. Nicht einen Kommentar zu schreiben wie so, oh ja, das hast du toll gemacht, sondern wenn du etwas Fundiertes schreibst, ne? Wenn du wirklich sagst, ach ja, das und das habe ich so und so gemacht, vielleicht machst du nochmal das und das, weil es viel besser oder irgendwie sowas, ne? Man muss auch dabei nicht komisch rüberkommen, man kann wirklich einen hilfreichen Tipp geben und dementsprechend dann so auf diese Art noch Leute auf sein eigenes Profil holen und ja auch abonnieren. Ne? Man macht hier nicht Kunden abwerben, weil ein Kunde darf durchaus Interessen haben und sich für mehrere Accounts interessieren, die sich mit Photoshop beschäftigen. Das ist ja kein Problem. Ne? Ja. Ich hoffe, das ist einleuchtend für dich und das ist eine Strategie für dich, wie du online sichtbar wirst. Also noch einmal ganz knapp wiederholt. Erstens, Laserfokus. Du musst absolut genau wissen, wer bist du, was machst du und wie hilfst du. Zweitens, welche Inhalte erstellst du, die auch andere interessieren? Also du musst richtig gute Inhalte haben. Was interessiert deine Zielgruppe? Das ist zweitens ganz wichtig. Und drittens, du musst Werbung für dich machen. Und das machst du am besten, indem du auf anderen Kanälen, die deinem ähnlich sind, postest. Aber nicht um Werbung zu machen, sondern um hilfreich zu sein. Ganz, ganz wichtige Sache. Okay, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss auch nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.